Hallo, willkommen bei Deutsch mit Stories. Ich heiße Ann. Ich bin neu in Deutschland und lerne Deutsch. In diesem Video lernst du Deutsch mit mir. Lass uns jetzt anfangen. Guten Morgen. Guten Morgen. Du bist heute früh auf für ein Wochenende. Ja, ich bin früh wach geworden und dachte, ich mache mir ruhig Frühstück. Das klingt schon sehr nach dem Leben hier. Wie fühlt sich dein erstes Wochenende an? Es fühlt sich ungewohnt an, aber auch ruhig, als hätte ich endlich Zeit. Die erste Woche ist immer voll mit Dingen. Am Wochenende wird alles langsamer. Ja, unter der Woche war alles nur Papier, Termine und Erledigungen. Und jetzt wartet nichts Offizielles auf dich. Genau das fühlt sich neu an, fast ein bisschen leer, aber angenehm. Viele wissen am Anfang nicht, was sie am Wochenende machen sollen. Das beruhigt mich, weil ich mich genauso fühle. Man muss sich erst daran gewöhnen, dass Zeit nicht immer verplant ist. Zu Hause war das ganz anders, da war jedes Wochenende voll. Hier ist Ruhe fast normal, besonders morgens. Ich habe gemerkt, dass sogar draußen alles leiser ist. Am Wochenende nimmt sich die Stadt eine Pause. Das gefällt mir, auch wenn es ungewohnt ist. Und was hast du heute vor? Ich weiß es noch nicht genau, aber ich möchte nicht den ganzen Tag drinnen bleiben. Das ist gut, sonst fühlt man sich schnell allein. Ja, und ich möchte das vermeiden. Wir könnten zusammen rausgehen, wenn du möchtest. Das würde ich sehr gern machen. Dann machen wir es entspannt, ohne großen Plan. Genau das brauche ich heute. Dann ISS in Ruhe, wir haben Zeit. Das fühlt sich gut an. Die Stadt sieht heute anders aus. Ja, am Wochenende verändert sie sich. Es sind weniger Menschen unterwegs, aber es wirkt lebendig. Unter der Woche laufen alle, heute gehen sie. Ich höre mehr Geräusche, die mir vorher nie aufgefallen sind. Wenn man langsamer ist, sieht und hört man mehr. Zu Hause habe ich nie einfach so Spaziergänge gemacht. Hier gehört das zum Alltag. Ich sehe viele Menschen, die einfach sitzen und reden. Das ist typisch für das Wochenende. Niemand scheint es eilig zu haben. Genau das macht diese Tage besonders. Ich fühle mich ein bisschen wie eine Beobachterin. Das ist normal, am Anfang schaut man mehr zu. Manchmal frage ich mich, ob ich hier wirklich reinpasse. Dieses Gefühl haben viele, auch Einheimische. Das überrascht mich. Zugehörigkeit kommt nicht sofort, sie wächst langsam. Ich hoffe, dass ich das eines Tages auch spüre. Das kommt meist ganz leise. Vielleicht ist heute ein kleiner Schritt dahin. Jeder Spaziergang ist ein Schritt. Ich mag diese Art, eine Stadt kennenzulernen. Ohne Ziel lernt man am meisten.
Meine Beine sind langsam müde. Dann setzen wir uns irgendwo hin. Gerne, ich habe Lust auf einen Kaffee. Hier ist es gemütlich. Ja, ich mag diesen Ort, er ist ruhig und ehrlich. Es fühlt sich angenehm an, einfach zu sitzen. Cafés sind hier Orte zum Bleiben, nicht nur zum Trinken. Ich merke, dass niemand gedrängt wirkt. Man darf hier Zeit haben. Das ist neu für mich. Viele lernen das erst, wenn sie länger hier sind. Ich genieße es gerade sehr. Manchmal sagen diese Momente mehr als große Ereignisse. Ich hätte nicht gedacht, dass ein Wochenende so wichtig sein kann. Wochenenden zeigen dir, wie dein Leben hier aussehen kann. Dann fühlt sich heute wie ein guter Anfang an. Das ist es auch. Ich fühle mich ruhiger als in den letzten Tagen. Dein Kopf kommt langsam an. Vielleicht fange ich an, mich hier wirklich einzuleben. Das passiert nicht an einem Tag, sondern in solchen Momenten. Ich bin froh, dass ich heute nicht allein geblieben bin. Man muss nicht alles allein machen. Danke, dass du dir Zeit genommen hast. Gern. So entstehen neue Gewohnheiten. Ich glaube, dieses Wochenende werde ich nicht vergessen. Die ersten sind immer besonders. Es fühlt sich an wie der Anfang von Alltag. Und das ist etwas Schönes. Es wird langsam kühler draußen, aber ich mag diese Luft. Abends verändert sich die Stadt nochmal. Sie wird ruhiger, aber nicht leer. Ich merke, dass ich heute viel mehr wahrnehme als sonst. Das passiert oft am Wochenende, wenn man nicht unter Druck steht. Unter der Woche denke ich immer an Termine, Uhrzeiten und To-Do-Listen. Heute denkt dein Kopf nicht nach vorne, sondern bleibt im Moment. Genau das fühlt sich neu an für mich. Viele Menschen hier schätzen genau diese Ruhe. Ich frage mich manchmal, ob ich diese Ruhe irgendwann langweilig finde. Am Anfang fühlt sie sich fremd an, später wird sie wichtig. Es ist komisch, weil ich mich gleichzeitig frei und unsicher fühle. Freiheit bringt fast immer Unsicherheit mit sich. Zu Hause wusste ich immer, was als nächstes kommt. Hier musst du dein Leben Stück für Stück neu aufbauen. Manchmal macht mir das Angst. Das ist ehrlich und das ist gut. Ich habe gedacht, dass ich mich stärker fühlen müsste. Stärke zeigt sich nicht darin, keine Angst zu haben. Das beruhigt mich, das zu hören. Du bist mutig genug, hier zu sein, das reicht für den Anfang. Wenn ich durch diese Straßen gehe, frage ich mich, ob sie irgendwann vertraut werden. Irgendwann kennst du Abkürzungen, Geräusche und Gerüche. Dann fühlt sich alles weniger fremd an. Genau, dann merkst du, dass du angekommen bist. Ich glaube, ich bin gerade irgendwo dazwischen.
Das ist ein wichtiger Ort, auch wenn er sich unsicher anfühlt. Manchmal vermisse ich Dinge, von denen ich dachte, sie wären mir egal. Das passiert, wenn man Abstand bekommt. Zum Beispiel kleine Gespräche oder bekannte Wege. Du wirst neue Versionen davon finden. Ich hoffe, dass ich mir hier auch ein Gefühl von Zuhause aufbauen kann. Zuhause ist oft nicht ein Ort, sondern ein Zustand. Ein Zustand? Wenn du dich sicher fühlst, wenn du atmest, ohne nachzudenken. Das klingt schön. Das kommt nicht plötzlich, sondern leise. Vielleicht beginnt es mit solchen Abenden. Genau mit solchen Momenten. Ich bin froh, dass ich heute nicht allein geblieben bin. Alleinsein kann gut sein, aber am Anfang ist Begleitung wichtig. Danke, dass du mit mir gegangen bist. Das war für mich auch ein schöner Abend. Ich hätte nicht gedacht, dass ein Spaziergang so viel auslösen kann. Man unterschätzt oft die einfachen Dinge. Jetzt fühlt sich mein Kopf leichter an. Dann hat der Abend seinen Zweck erfüllt. Ich glaube, ich werde heute gut schlafen. Das ist ein gutes Zeichen. Es fühlt sich gut an, wieder im Wohnheim zu sein. Nach einem langen Tag schmeckt selbst einfaches Essen besser. Ich habe heute gemerkt, dass ich langsamer esse als sonst. Vielleicht, weil du nicht unter Zeitdruck stehst. Zu Hause habe ich oft schnell gegessen und nebenbei aufs Handy geschaut. Hier nimmst du dir mehr Zeit für dich. Das überrascht mich selbst ein bisschen. Neue Orte verändern oft kleine Gewohnheiten. Ich hätte nie gedacht, dass Kochen mir einmal Ruhe geben kann. Viele merken das erst, wenn sie alleine wohnen. Es ist komisch, Verantwortung für alles zu haben. Am Anfang wirkt es schwer, später fühlt es sich normal an. Manchmal habe ich Angst, etwas falsch zu machen. Fehler gehören dazu, besonders am Anfang. Ich frage mich oft, ob ich alles richtig entschieden habe. Diese Frage stellt sich jeder, der neu anfängt. Manchmal wünsche ich mir klare Antworten. Die kommen selten sofort. Dann bleibt nur Geduld. Und Vertrauen in den eigenen Weg. Es hilft, das von jemandem zu hören, der hier schon länger lebt. Ich erinnere mich noch gut an meine ersten Wochen. Hattest du auch Zweifel? Sehr viele, besonders abends. Das beruhigt mich irgendwie. Zweifel bedeuten nicht, dass man falsch ist. Sie zeigen nur, dass dir dein Leben wichtig ist. Ich merke, dass ich heute viel reflektiere. Das Wochenende gibt Raum für Gedanken. Unter der Woche laufe ich einfach von Punkt zu Punkt. Heute bleibst du stehen und schaust zurück. Ich glaube, ich habe in kurzer Zeit viel erlebt. Das Gefühl wird bleiben, aber es wird ruhiger. Manchmal frage ich mich,
wie ich in ein paar Monaten zurückblicke. Wahrscheinlich mit mehr Verständnis für dich selbst. Das hoffe ich. Und vielleicht mit Stolz. Stolz fühlt sich gerade noch weit weg an. Er kommt leise, ohne Ankündigung. Vielleicht beim nächsten kleinen Erfolg. Oder einfach, wenn du merkst, dass du durchhältst. Es tut gut, darüber zu sprechen. Gespräche ordnen Gedanken. Danke, dass du zuhörst. Gern. Wir sitzen ja im selben Boot. Ich glaube, das Essen ist jetzt fertig. Perfekt. Dann essen wir gemeinsam. Es ist still hier geworden. Abends hört man das Wohnheim ganz anders. Tagsüber ist immer Bewegung, jetzt wirkt alles langsamer. Die Stille hat hier einen eigenen Klang. Ich mag sie, aber sie macht mich auch nachdenklich. Das ist normal, besonders am Anfang. Manchmal kommen Gedanken, die man tagsüber wegschiebt. Nachts melden sie sich zurück. Ich denke dann oft an meine Familie. Vermissen gehört zum Ankommen dazu. Ich frage mich, ob sie sich Sorgen machen. Wahrscheinlich, aber auch stolz. Das hoffe ich. Du gehst einen mutigen Weg. Es fühlt sich nicht immer mutig an. Mut fühlt sich selten stark an, oft eher wackelig. Das beschreibt es gut. Wichtig ist, dass du trotzdem weitergehst. Ich lerne gerade, mir selbst mehr zu vertrauen. Das ist eine der wichtigsten Fähigkeiten. Manchmal wünsche ich mir jemanden, der mir sagt, dass alles gut wird. Niemand kann das garantieren, aber vieles wird gut genug. Gut genug klingt ehrlich. Perfekt ist nicht das Ziel. Vielleicht ist Ankommen kein Moment, sondern ein Prozess. Genau das ist es. Dann bin ich wohl mittendrin. Und das ist ein guter Ort. Ich hätte nicht gedacht, dass ein Wochenende so viel verändern kann. Manchmal braucht es nur Zeit ohne Verpflichtungen. Ich fühle mich heute ruhiger als gestern. Dann hat der Tag dir etwas gegeben. Ich glaube, ich bin bereit für die nächste Woche. Schritt für Schritt, mehr braucht es nicht. Danke für diesen Tag. Danke dir auch. Dann wünsche ich dir eine gute Nacht. Gute Nacht, schlaf gut. Great job! You're one step closer to German fluency. If this video helped you subscribe, hit the like button and comment for daily German stories. Thank you for watching. See you in the next video.